Mit diesen herbstlichen Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns hier in Espelkamp und dort befand sich bzw. befinden sich jetzt noch Überreste des ehemaligen Chordepots 181 Tonnen Heide. Das Ganze hatte Bestand laut der Datenbank vom 1.11.1973 bis zum 30.09.93. Danach wurde das Ganze in das Munitionsaußenlager Tonnenheide umbenannt und hatte von dort an noch Bestand bis zum 31.12.1997. Diese ganze Geschichte hier steht auf tönernen Füßen. Wir sind von da gekommen, wir müssen dort hinein und da hinten sind noch irgendwelche Überreste. Da wollen wir mal gucken, das Geländemodell gibt da eigentlich noch schöne Strukturen her. Das heißt aber noch lange nicht, dass man da auch was sieht. Es kann natürlich auch sein, dass es sich dabei einfach nur um entsprechende Erdwälle handelt, weil man die Bunker eben übererdet hat. Meines Kenntnisstandes ist das auch so. Ja, ich packe jetzt hier meine Sachen zusammen und dann gehen wir da vorne hin und schauen mal, was uns danach erwartet. Bis gleich. Aus der Richtung sind wir gekommen. Und hier vorne, der ganze Bereich, das ist alles schon entsiegelte Fläche. Aber hier haben wir wieder Asphaltstruktur. Da öffnet sich das Gelände. Und dann geht das da vorne in den Bereich rein, ins Depot, ins ehemalige. Also was ich jetzt schon sagen muss, das sieht jetzt da hinten auch im weiteren Verlauf, sieht nicht so aus, als wenn das da entsiegelt wäre. Es sieht so aus, als wenn der Asphalt dort weiter Bestand hat. Und das finde ich schon mal ganz schön, weil dadurch hat man einfach hier viel mehr den Eindruck, dass man auch mal in einem Depot war und dass man nicht irgendwo hier in einem Wald ist, wo man eben einfach nur diese geschotterten Waldwege hat. Klasse. Ich habe noch nicht geguckt, inwiefern es hier noch historische Aufnahmen gibt. Da werde ich mich dann noch mal bemühen. Ich meine, wir sind immerhin in Nordrhein-Westfalen und nicht in Niedersachsen. In Niedersachsen kannst du nämlich so ziemlich alles vergessen, was das anbelangt. Das ist ganz, ganz schlechte Datenlage da. Aber NRW, da sollte noch was machbar sein. Ich blende euch das ein und dann gucken wir auch mal, ob wir auf diesen Aufnahmen dann noch entsprechend hier die Struktur sehen können, wie es da mal war. Ich nehme an, dass hier in diesem Bereich das Depot eben noch nicht angefangen hat. Der Hauptzugang wird irgendwo da vorne gewesen sein. Da wird auch irgendwo ein Wachlokal gestanden haben, gehe ich stark von aus. Wir gehen da jetzt mal hin und schauen uns die ganze Geschichte dann von nahem an. So, bevor wir jetzt auf das Gelände gehen, noch eben ganz kurze Kanalempfehlung von mir. Offensichtlich schaut ihr ja meine Videos ganz gerne und habt auch den Kanal abonniert, sonst wärt ihr jetzt wahrscheinlich nicht vorm Laptop, PC, Fernseher, wo auch immer. Ich kann euch da nur empfehlen, den Kanal Zeichen der Vergangenheit vom Simon. Schaltet da mal rein, gebt dem Mann ein Abo, der macht wirklich tollen Content. Und ja, das war jetzt meine Kanalempfehlung auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier weiter. Hier ist schon... Ja, weiß ich gar nicht. Waren das Gänse oder sowas? Ja, macht auch nichts. Hier ist schon mal die erste erkennbare Struktur. Von da vorne kommen wir. Und hier ist ein schmaler Weg, ne, der eben wieder auf so eine Öffnung führt. Und wir haben hier, ich nehme an, so einen Entwässerungsgraben, weil diese Depots lagen ja sehr oft einfach außerhalb. Und da musste auch immer mit dem Wasserhaushalt natürlich geschaut werden, dass das irgendwie entwässert wird, das Gelände. Und irgendeine Art von Relikt haben wir aus der Zeit hier. Oh, das ist sogar sehr schön eigentlich. Man erkennt nämlich hier die von der Bundeswehr sehr oft genutzte sogenannte Trassierstange. Hier diese Dinger, genau diese Struktur, werden viele von euch kennen. Da wurden auch immer die taktischen Zeichen dran befestigt, die dann auf Übungen überall als Wegweiser dienten. Hier haben wir dann ein ganz langes Exemplar. Das heißt, diese Trassierstangen müssen also einfach mal viel länger gewesen sein. Und die Frage ist natürlich auch, was ist das denn eigentlich für eine Stange? Mir ist das halt nur von der Bundeswehr her so bekannt, aber das hat ja wahrscheinlich auch irgendwie
hat ja wahrscheinlich irgendwie auch eine zivile Verwendung gehabt. Das wurde ja vermutlich nicht extra für die Bundeswehr produziert. Wobei, wissen tue ich es einfach nicht. Gut, das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Da vorne sieht man so eine kleine, ich weiß, das sieht aus wie eine Brücke. Wir schauen uns das mal an. Wir gehen hier einmal rum und dann gucken wir mal, wie sich das da vorne verhält. Ja, guck mal an hier. Ich nehme an, dass wir hier den ehemaligen Feuerlöschteich haben. Nehme ich an. Werden wir dann noch mal schauen in den Luftaufnahmen, wie gut man das sehen kann. Ja, und dann haben wir hier vorne diese, naja, Brücke. Also eine Brücke ist es in dem Sinne nicht. Es ist vielleicht eher so eine kleine, es ist einfach, glaube ich, nur ein Abfluss letzten Endes von hier, der da vielleicht dann den Feuerlöschteich bespeist. Das Wasser, was eben von da vorne kommt. Vielleicht war das mal so gedacht, nehme ich an. Ja, und hier vorne muss dann letzten Endes auch so ein Ausfluss sein. Irgendwie irgendein Rohr muss da, denke ich, sein. Ja, dem werden wir uns jetzt nicht weiter widmen. Wir gehen jetzt mal hier weiter aufs Gelände drauf. Und dann gucken wir mal, was es hier noch zu gucken gibt. Also hier geradeaus der Feuerlöschteich. Da vorne kamen wir ja her. Und wir gehen jetzt einfach mal hier diesen Weg in das Depot rein. Da vorne umfassend ist eben noch eine andere Schleife. Die ganze Sache mit dem Wachlokal, das hat sich mir hier bisher noch nicht erschlossen, wo das mal gestanden haben könnte. Hier vorne der Baumbestand ist sehr alt. Ich sehe hier eigentlich auch keine Fläche, wo da mal was war. Eventuell war dann doch da vorne irgendwo was. Ich lasse mich mal überraschen, wie das nachher auf den Luftbildern aussieht, was man da noch sehen kann. War bisher, wie gesagt, erschließt sich das mir nicht, wo das gestanden haben kann. Gut, wir gehen hier weiter. Ja, ich habe hier auch noch mal so ein bisschen Kleinststruktur entdeckt. Hier ist der Weg, den wir gefolgt sind. Und hier haben wir da so eine Art Teich, sage ich das jetzt einfach mal. Und dann geht es hier weiter. Und da vorne haben wir noch mal so einen kleinen Übergang eben über diese Drainagegräben. Geilerweise habe ich hier überhaupt keinen Empfang. Ich kann mich also mit dem Geländemodell nicht orientieren. Wollen wir gleich mal schauen, ob wir irgendwo mal einen Funkenempfang hier noch bekommen. Jetzt gerade ist das nicht möglich. Man sieht hier auch jetzt erstmal so ganz offensichtlich nichts, was noch da wäre, beziehungsweise es mag auch gut sein, dass die Munitionslagerhäuser eben erst noch einiges später in Erscheinung treten. Denn wie gesagt, ich habe vorab im Geländemodell geguckt und man sieht die eigentlich alle noch. Und ja, die sind eben in diesem Bereich dann noch nicht gewesen. Ja, hier geht weiter rechts dieser Entwässerungsgraben lang. Hier vorne haben wir auch noch wieder so eine Öffnung, die sich dann auch wieder so teichartig darstellt. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht nicht hier später erst angelegt hat, als das hier, sage ich mal, renaturiert wurde. Ob das früher auch schon immer so war, entzieht sich meiner Kenntnis, aber ich möchte es auf jeden Fall merken, dass man es eben hier so sieht. Ja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo einen Hydranten oder irgendwie einen Überrest eines Postentelefons. Und wenn es auch nur irgendwie ein Rohr ist, was aus dem Boden guckt. Ich bin dafür alles offen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie gespannt. Ja, wenn es nicht allzu sehr spiegelt, dann seht ihr hier schon mal grob, wie sich das hier darstellt. Und wir sind genau auf Höhe eines ehemaligen Munitionslagerhauses. Allerdings sind die Strukturen hier, die Hierarchien, die Strukturen sind relativ flach. Zwei gucken noch hervor. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Wir machen auch hier einmal kompletten Rundweg um das Depot. Und diese Dinger, die man jetzt hier auf dem Geländemodell noch gut sehen kann, die sind dann letzten Endes hier nur noch marginal zu erkennen. Das heißt, es kann sogar sein, dass es auf der Kamera gar nicht richtig rüberkommt. Ihr seht, wie verwachsen das hier alles ist. Also hier vorne haben wir noch so einen leichten Hügel und hier vorne kann man eben auch noch so einen leichten Hügel erkennen. Das waren die Munitionslagerhäuser. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie krass man das auch zurückgebaut hat. Hier ist wirklich nichts mehr zu erkennen. Also auch für den
keine Ahnung. Also für den Spaziergänger, der wird sich hier nie was bei denken. Der gesamte vordere Bereich, dieser Einfahrtbereich zu den Moonlagerhäusern, ihr seht das selber, nichts mehr vorhanden. Bäume stehen hier und alles ist zugewuchert. Also da müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Dennoch laufe ich selbstverständlich hier einmal um das gesamte Depot herum. Und wir werden natürlich jetzt relativ gezielt diese beiden Munitionslagerhäuser anlaufen, die ich da gerade noch gesehen habe. Und ich habe noch eine andere Struktur gefunden, die war ganz am Anfang. Da gehen wir ja gleich sowieso wieder zurück. Vielleicht sehen wir da noch was. Da dürfen wir auch gespannt sein. Also dranbleiben. Ja, nochmal eben zu dem einen oder anderen Video in der jüngeren Vergangenheit. Ich war da ja in Kierlach oder in Philippsburg und da war ja auch nichts mehr zu sehen, ebenso wie das hier aussieht. Da habe ich mich beschwert darüber. Zu Recht, absolut, wie ich es meine. Werde ich jetzt aber hier nicht machen, denn wir wollen ja auch nicht immer, ja, wie soll ich sagen, wir wollen das ja nicht immer als negativ darstellen. Wir wollen ja auch positiv in die Zukunft schauen und einfach auch sagen, ja, wir sind ja froh, wenn hier überhaupt noch irgendwo ein Betonklotz in der Gegend steht. Ne? Das ist ja schon mal was, wenn man wenigstens das noch irgendwie erhalten hat. Naja, gut, dass das natürlich völliger Schwachsinn ist, das hier abzureißen, das versteht sich von selber. Ne? Das werde ich nämlich jetzt nicht immer noch zusätzlich sagen. Gut, wir sind hier schon ein Stückchen weitergegangen an der Schleife. Das Ganze geht jetzt hier gleich nach links ab. Vielleicht haben wir hier noch auf der Ecke irgendwo was. Ich schaue euch wieder dazu, wenn ich hier irgendeine erkennbare Struktur finde. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr das gehört habt, aber der Dexter hat immer so ein leichtes Schnarchen mit in der Atmung drin. Das liegt aber nicht daran, dass die Leine zu eng wäre oder dass er schlecht Luft bekommt. Das liegt einfach nur daran, dass der hier überall wild wittert. Und wenn ich das höre bei ihm, dann weiß ich, ohne Leine geht das nicht. Sobald er hier irgendwas sieht, dann ist er auf und davon. Deshalb wird er selbstverständlich jetzt hier an der Leine bleiben. Nur mal eben zur Info. Man muss eben seinen Hund auch so ein bisschen kennen. Na gut, sollte man auch erwarten, ne? Dass man so nach knapp über 5 Jahren dann auch weiß, wie der Hund so tickt. Jod. Da hinten war vorhin einmal so eine kleine Ausfahrt, sage ich mal. Das wird wahrscheinlich ein Nottor gewesen sein. Da war aber nicht ansatzweise etwas zu erkennen, wo man hätte sagen können, dass es jetzt filmenswert gewesen wäre. Deswegen bin ich da nur einmal hergegangen und wieder zurück und habe gesagt, Leute, es lohnt nicht. Wir gehen einfach hier den Weg weiter. Nur zur Orientierung. Da vorne von rechts kommen wir. Und da war auch in der Kurve, war dann auch letzten Endes diese Ausfahrt. Wie gesagt, ich nehme an, dass das da mal eine Notausfahrt war. Kann ich dann eventuell sagen, wenn wir das Ganze hier auf historischen Luftbildern nochmal betrachten können. So, hier haben wir eine weitere Öffnung des Weges, einen weiteren Abzweig. Und zwar geht das hier nach links. Grob wäre das dann die Richtung zur Wache, wo wir ja letztlich gestartet haben. Wir werden jetzt zunächst einmal hier auch links reingehen. Später dann entsprechend den Weg da geradeaus fortsetzen. Ja, dann schauen wir mal, was uns hier auf diesem Wegstück noch erwarten wird. So, ein Hoch auf das Geländemodell. Hier wird es jetzt geradeaus weitergehen. Hier geht es nochmal links ab. Das macht eine Schleife, die geht einmal so rum und da kommen wir hinten wieder raus. Und dann können wir hier auch wieder zurückgehen und dann kommen wir auch wieder dahin, wo wir gerade abgebogen sind. Und dann gehen wir nochmal nach links runter. Da habe ich gerade im Geländemodell auch noch eine Struktur erkannt und das werden wir mit Sicherheit sehen und ich werde euch auch erklären können, was es ist. Das weiß ich nämlich jetzt schon, aber warum soll ich da vorgreifen, was wir da gleich sehen werden? Das ist auch dieselbe Struktur, die ich vorhin sagte, die am Anfang war, die ich da gar nicht gesehen habe. Da bin ich gespannt, was man da noch sehen kann, also wie es sich darstellt.
Jetzt gehen wir aber erstmal hier runter. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, müsste hier wenigstens noch ein Moonlagerhaus stehen. Ob das jetzt von vorne verfüllt ist, ob man da was sehen kann, das Portal. Das sieht auf dem Geländemodell auch nicht ganz so sauber aus. Aber ich glaube, ich sehe da hinten schon was. Wenn ich da bin, schalte ich euch wieder dazu. Ach, guckt mal hier, Leute. Das ist ja schön. Das ist ja wenigstens etwas, ne? Moonlagerhaus 50. 2 Eingänge. Eventuell sieht man da auch noch Tarnbemalung dran. Wir gehen da mal eben näher ran an die Geschichte. Den Hund lasse ich mal eben hier. Dann schauen wir doch mal eben nach, was da los ist. Man muss ja froh sein, wenn man überhaupt noch sowas findet. Ne? Das ist ja wohl gar keine Frage. Deswegen danken wir natürlich auch. Ja, offensichtlich waren die auf jeden Fall mal grün angemalt. Mehr als grün erkenne ich da jetzt nicht. Kein weiteres Schema irgendwie. Und da drüber, naja, guck, da hat man immer mal wieder, ja, es gehen immer mal Leute da rein. Das ist hier aber wirklich nur in Anführungsstrichen verfüllt. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ne? Das ist nämlich uninteressant. Wie das da drin aussieht, kann sich jeder denken. Wir haben solche Bunker schon oder Moonlagerhäuser schon dutzende Male gesehen. Aber ist auf jeden Fall interessant, wie sich das eben hier so darstellt mit dieser Nachnutzung. Ja, hier oben, da hat man scheinbar mal irgendwann mal was angebracht. Ist sehr rutschig hier, muss aufpassen, wenn ich aufs Maul lege. Da war mal irgendwas, ob das noch aus Bundeswehrzeit ist oder aus der quasi Renaturierungsphase, das vermag ich nicht zu sagen. Ja, prima. Oder eben auch nicht prima. Kann man ja sehen, wie man möchte. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir hier wenigstens noch was haben. Das haben wir gesagt, wir müssen positiv bleiben bei dieser Geschichte hier. Und wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hat, sämtliche ehemalige militärische Liegenschaften zu dokumentieren, dann ist man eben auch mit sowas zufrieden. Oder wollen wir es so ausdrücken? Man hat mit sowas zufrieden zu sein. So, viel Geschwafel, wenig Inhalt. Geradeaus geht es weiter und da hinten kommt dann gleich auf jeden Fall noch eine weitere Struktur. Bis gleich. Ja, da vorne war das Moonlagerhaus. Wir sind hier der Straße gefolgt und hier öffnet sich die Straße auch wieder, beziehungsweise verbreitert sich. Das kann auch irgendeine Halte- oder Ausfläche mal gewesen sein. Das hat man auf jeden Fall auch so beibehalten. Habe ich euch deshalb gefilmt, weil ja, hier gibt es ja nicht viel zu filmen. Ne? Von daher ist hier jeder Quadratmeter Asphalt schon eine Sensation und auch irgendwie interessant. Wir gehen da weiter runter. Bis gleich. Jetzt sind wir hier an so einer Wegestrompete angelangt. Einmal links den Weg runter, geht es zum Haupteingang. Da vorne ist auch dieser Feuerlöschstreif, wo wir gerade waren. Moin! Und hier rechts kommen wir in die weitere Schleife, wo dann die entsprechend weitere Struktur auch steht. Und deswegen gehen wir natürlich hier nach rechts. Und ich muss auch eins noch mal eben anmerken, ich habe mich noch gar nicht gemacht heute. Ich habe mich noch nicht zur Vegetation geäußert. Das ist ein wunderschönes Herbstbild. Ich bin auch deshalb heute losgefahren, weil ich gesagt habe, ich muss den Herbst mal irgendwie vernünftig einfangen. Ich muss auch mal einen schönen Spaziergang machen. Und das hier ist für mich ja, zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich Naturgenuss und dann das gleichzeitig verbunden mit der Dokumentation einer Liegenschaft. Was will man mehr? Ne? Großartige Geschichte, bevor es nächste Woche dann wieder an die Arbeit geht. Wir schreiben heute einen Samstag. Samstag im Herbst. So, poetischer wird es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Die Struktur kommt gleich auf der rechten Seite. Und wenn das soweit ist, dann seid ihr dabei. So, jetzt ist es soweit. Und zwar, tada, da gehen wir erstmal gucken, was wir da noch sehen können. Hier vorne haben wir zunächst mal noch so einen
Betonsturz. Das könnten auch einfach nur L-Steine sein, die da gesetzt worden sind. Ich glaube schon, dass das einfach nur L-Steine sind. Ja, das Ding hier für die, letzten Endes die Einflugklappe für die Fledermäuse. Die haben natürlich auch wieder irgendwelche Experten demontiert. Oh, warten Sie, es ist sehr steil, sehr rutschig. Dann gucken wir mal eben hier rein. Das Ganze haben wir zugemauert. Ja, hier oben drüber. Hier befindet sich ebenfalls so eine Halterung, wie wir vorhin schon gesehen haben. Ich tippe jetzt darauf, dass hier mal entsprechende Leuchtmittel hingen. Vermutlich hatten wir hier so eine Neonröhre davor. Das wäre auch mal was. Also Leute, ich muss euch sagen, das wäre mal toll, wenn man mal so eine Liegenschaft in unverbrauchten Zustand sehen würde, wo dann auch diese Leuchtmittel an sind und wo man sich das einfach mal in der Nacht angucken kann. Ne? Diese Atmosphäre, die da herrscht, das wäre was. So, das ist jetzt recht groß hier. Ich blinke da einmal rein. Weil hier ist es doch ein bisschen entspannter, bietet sich an. So. Ah, ja genau, die ist die zweite Tür noch dahinter. Beziehungsweise die eigentliche Tür. Hier am Eingang war ja auch noch gar nichts. Und so sieht das dann da drin aus. Ja, mehr machen wir natürlich nicht. Also hier wird jetzt keiner reinkriechen oder sonst was. Macht überhaupt gar keinen Sinn, solche Bunker hier oder Munitionslagerhäuser zu betreten. Kann ich nur jedem von abraten, solange er nicht irgendwie 13 ist oder 14 und meint, dass er da unbedingt rein muss. Leute, ab einem bestimmten Alter ist das einfach nur noch peinlich und da ist ja auch nichts drin. Das ist ja das. Ne? Darum geht es ja. Hier liegt ja nichts. Was soll da auch drin liegen? So, ich verlasse den Bereich hier und wir gehen jetzt, ich muss echt auf meine Füße achten, wo das hierher geht. Wir verlassen jetzt hier, also geistig verlassen wir schon bald eigentlich dieses Depot, sag ich mal. Wir werden jetzt entsprechend noch eben da hinten links, da ist auch irgendwas, ich weiß gar nicht, was das ist. Vielleicht ist das ein Mensch oder ein Dinosaurier, ja, wie auch immer. Hier doch ein Mensch läuft da scheinbar. Gut, da gucken wir nochmal und dann halt am Anfang. Ich schalte euch da gleich wieder zu. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Quadratmeter Asphalt wieder. Im Hintergrund könnt ihr eventuell sehen, da ist noch ein Wall. Ich nehme an, dass wir da einfach einen Splitterschutzwall noch haben. Der ist im Geländemodell, zeichnet sich da auch nicht mehr ab eben als dieser Wall. Ich hatte mich nämlich vorhin schon gefragt, was könnte es sein? Aber wenn ich das so sehe, auch mit der Haltestelle davor, das wird, ich gehe davon aus, einfach ein Splitterschutzwall gewesen sein. Wir gehen hier geradeaus weiter. Eine weitere Haltebucht. Da vorne, ja gut, jetzt haben wir noch eine schöne Orientierung. Ich lasse das noch mal eben laufen hier. Schöne Orientierung, wo wir jetzt sind. Wir haben also jetzt komplett die hinter uns liegenden Bereich, sind wir da einmal in der Schleife gegangen. Und zwar haben wir hier vorne angefangen und wenn man hier jetzt rechts reingeht, dann kommt man zu dem ersten Munitionslagerhaus, was wir da gerade gefilmt haben. Also jetzt hier geradeaus und links Neuland. So, da von rechts kommen wir, links abgebogen. Hier haben wir wieder eine richtig schöne, breite Struktur, schöne, breite Straße, großartig. Auch hier muss man dankbar sein, dass es so erhalten blieb und eben nicht entsiegelt wurde. Einfach klasse. Das sind dann haben wir noch so die kleinen Lichtblicke, die kleinen Eindrücke, die man dann eben von hier hat, die man schätzen lernt. Ja, das, was ich euch zeigen möchte, befindet sich irgendwo da vorne im Wald. Da werde ich gleich noch mal eben das Geländemodell bemühen, wenn ich es nicht so finden sollte. Es müsste relativ nah hier an der Straße liegen. Was wir da hinten haben, jetzt am Ende, ist zunächst mal eine T-Kreuzung. Ja, da geht es also nach links als auch nach rechts. Da bin ich mir nicht ganz schlüssig. Wir müssen mal eben schauen, ob hier damals nicht auch das Ende des Depots war und hier auch ein Tor war. Das sieht jetzt alles ein bisschen merkwürdig aus. Oder wir haben hier die Hauptzufahrt zu dem Gelände gehabt.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das könnte sehr gut sein. Ja, da müssen uns die historischen Karten nochmal Aufschluss geben. Da vorne offensichtlich geht es nicht weiter, beziehungsweise wurde das entsiegelt. Hier vorne geht es, glaube ich, schon noch weiter mit der Asphaltstruktur. Aber ihr müsst das ist hier schon eine Ecke größer. Wie weit das hier aufgeht, und das habt ihr noch gar nicht gesehen, das habe ich mal gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen. Hier steht ein riesengroßer Findling. Und das sind immer gerne so Dinge, die man sich da irgendwo in die Depots reingestellt hat, um da eine Tafel dran zu befestigen. Um da entsprechend drauf zu schreiben, welches Depot das hier ist. Da könnte ich jetzt mal, ich gehe da mal ran und schau mal, ob wir da irgendwo ein Dübel, ein Bohrloch, irgendwas sehen können. Man sagen kann, ja, das ist wahrscheinlich hier mal gewesen. Könnte mir vorstellen, dass wir da etwas haben. Hier unten haben wir auch noch so ein Teil. Ja, schwer zu sagen. Vielleicht auch natürliche Struktur. Ja, hier sehe ich jetzt nichts weiter. Hier ist noch so eine komische... Da ist noch irgendwie so eine Öffnung. Ja, weiß man nicht. Das da oben macht schon den Eindruck auf mich, als wenn da mal was dran befestigt war. Es wäre natürlich auch richtig toll, aber das ist wieder auch so eine Sache, ob jemand vielleicht hier noch ein Foto von hat. Da muss ich mal gucken. Diese Angaben, die Zeitangaben, die entstammen einer Chronik. Ob die da irgendwo noch was haben, die Leute, man weiß es nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier den eigentlichen Eingangsbereich hatten. Auch hier vorne geht noch mal so ein bisschen Asphaltstruktur rein. Ich räume das hier mal eben zusammen und dann schauen wir mal eben, was da vorne noch ist. Das ist es, was ich finden wollte. Wir haben hier so eine kleine Außengrenzenverteidigungsstellung angelegt. Die sieht man immer noch wunderbar. Ich habe mir das schon gedacht, dass es irgendwie so eine Erdstellung sein muss, weil sonst würde sich das nicht so auf dem Geländemodell abzeichnen. Hier also der Eingang und dann ja, entsprechend hier der Wall. Ob das mal irgendwie noch ausgebaut war mit so einem kleinen Dach drüber oder so, geht hier jetzt nicht draus hervor. Nehme an, wenn das so war, hat man es auch zurückgebaut. Letzten Endes sind wir hier auch direkt im Eingangsbereich der ganzen Geschichte. Ich blende euch das noch in der Karte ein. Cool, schöner Fund, sag ich mal. Was wir hier auch noch haben in dem Bereich, das sieht man auch im Geländemodell. Das ist jetzt wieder so eine Geschichte, wo ich mich doch ein bisschen auch immer mal wieder wundere. Das ist nämlich dieser Haufen hier. Ne? Dieser Haufen Asche, Splitt, Schotter. Der liegt da scheinbar schon so lange, dass er hier mit auf dem Geländemodell drauf ist und sich da abzeichnet. Nicht wirklich interessant, aber mal eben zur Kenntnis genommen. Ja, passt auf. Das Einzige, was mir hier jetzt gerade hier vorne noch offensichtlich ins Auge fällt, ist, dass hier noch irgendein Pfosten steht. Irgendein Pfosten steht hier noch. Dem kann ich allerdings auch keine Bedeutung zumessen oder keine zeitliche Datierung machen. Wir sehen hier offensichtlich, da waren mal Schellen angebracht. Kann also auch ein ganz einfacher Zaunpfosten gewesen sein. Das könnte ich mir vorstellen. Da liefen da oben Stacheldraht und hier unten war Moschendraht. Das könnte ich mir, ja, ich denke, dass es so ist. Das wäre dann hier bisher der einzige, den ich hier auf dem gesamten Gelände gesehen habe. Vielleicht hat man den auch stehen lassen, weil man da irgendwann mal temporär noch ein Schild dran befestigt hat oder so. Das war es jetzt erstmal von hier. Wir gehen jetzt wieder genau auf die andere Seite und gucken mal, ob wir die andere Struktur da eben auch noch so schön finden können. Was soll ich euch sagen? Unverhofft kommt oft. Forni habe ich hier mal angebunden. Geradeaus. Ihr seht das wahrscheinlich schon. Da schauen wir noch mal eben nach. Und natürlich ein Hoch auf das Geländemodell und auch ein Hoch auf mein unermüdliches Nachgehen dieser Kleinstrukturen.
Da haben die hier doch tatsächlich noch was gefunden. Da haben wir doch noch was gefunden. Guckt sich das mal einer an. Das ist doch ein kleiner Schutzbunker. Also nicht, das ist kein Moon-Lagerhaus hier, sondern das würde auch die Vermutung eben bestätigen oder erhärten, dass wir da vorne eben den Eingang haben. Es ist nämlich hier Steinwurfweite davon entfernt. Und dann ist das hier so ein Personenschutzraum. Das gucken wir uns mal eben an. Die Geschichte, da hole ich noch mal eben das Lempi raus und schauen wir mal eben, ob wir da noch was sehen können. Ja, hier hat man diese typischen Beton-Lego-Steine vorgemacht. Hier war mal offensichtlich ein Schild dran. Ja, sonst sehe ich hier nichts weiter. Gucken wir mal eben, ob wir jetzt hier wenigstens... warten Sie. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir hier vorne noch eine Gitterstruktur. Also das Ding ist sowieso zu. Da kannst du auch graben, wie du willst, durch. Und dann sieht das Ganze so aus da drin. Viel besser kriege ich es euch nicht gefilmt. Naja, drunter her filmen ist auch, daher leuchten ist vielleicht auch noch eine Option. So haben wir das da. Da geht es da vorne um die Ecke. Wenn das ein Personenschutzbunker ist, dann müsste es da eigentlich auch noch nach unten gehen, wenn das hier so ein BW 25 Schutzbau ist. Ich weiß, ich kenne jemanden, der das mit Sicherheit weiß. Ich werde das für euch noch in Erfahrung bringen, was genau wir hier haben. Festzuhalten, schön, dass ich es überhaupt noch gefunden habe. Gut, bis gleich. Damit sind wir wieder in dem Bereich, wo wir hier auf das Gelände drauf gekommen sind. Ich muss davon ausgehen, dass das jetzt hier eben nicht die Haupteinfahrt war, aber das Thema hatten wir ja gerade schon. Das war dann hier eine Notausfahrt. However, das haben wir gerade bei unserem Einmarsch hier gar nicht gesehen. Und das befindet sich da vorne. Das ist nämlich eine weitere Struktur, die jetzt aber hier für uns im Video letzte Struktur. Ich habe sonst nichts weiter gefunden auf der Geländemodellkarte, wo ich jetzt sage, dem müsste man unbedingt nachgehen. Sollte hier noch irgendwo eine Kleinigkeit sein, dann haben wir sie eben nicht, dann ist das so. Aber hier haben wir auf jeden Fall eine weitere dieser kleinen Stellungen. Es mag jetzt natürlich auch sein, weil ich nur 2 dieser Stellungen gefunden habe, dass es auch gar keine weiteren gegeben hat. Weil warum sollte man sich die Mühe machen, diese Erdwelle hier noch zu beseitigen? Kann also gut sein, es hat nur an dieser Ausfahrt und eben an dem Haupteingang so eine Stellung gegeben. Das würde dann halt auch vielleicht bedeuten, es gab eben nur 2 Tore und eben kein drittes, wo ich gedacht habe, da hätte eins sein können. Aber das werden wir alles noch sehen. Das ist jetzt natürlich auch nicht so essentiell. Essentiell sind die schönen Herbsteindrücke hier auf jeden Fall. Das möchte ich doch noch mal eben kurz betonen, wie klasse das hier aussieht. Wir verlegen jetzt, filmen euch noch ein Objekt. Das werdet ihr aber nicht mehr hier in diesem Video sehen. Das seht ihr auch in der Videolaufzeit. Die gibt es nicht mehr her. Ist ja gleich zu Ende hier das Ding. Ich hoffe, dass euch die Eindrücke, die wir hier hatten, gefallen haben, dass die Erläuterungen etwas Licht ins Dunkel gebracht haben und seid gerne nächstes Mal wieder dabei. Lasst ein Abo da, unterstützt mich mit einer Kanalmitgliedschaft. Wie schon erwähnt, schaut beim Simon vorbei, Kanalzeichen der Vergangenheit. Und ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Ciao, Kakao.